Aloha und herzlich willkommen zum nächsten Video, zum nächsten Schritt auf deiner wundervollen Reise hin zu dir selbst, zu deinem höchsten Potenzial, zur großen Kraft deiner wahren Komfortzone. Und in diesem Video wollen wir uns Teil 2 von Kapitel 6 meines Buches, die Kraft deiner Komfortzone und warum es jetzt Zeit ist, sie endlich zu betreten, widmen. Und dort dreht sich alles, in diesem Video dreht sich alles um deine Wünsche, Träume und Visionen. Denn diese sind Botschafter deiner Seele auf dem Weg in dein höchstes Potenzial. Und du solltest sie definitiv ernst nehmen, sie dir genau anschauen und anfangen hinzuhören auf diese Zeichen, auf diese Wegweiser in deinem Leben. Oft wird uns ja eingeredet, Träume sind Schäume, all diese Glaubenssätze, ja. Diese Spielregeln, die von der Gesellschaft aufgestellt worden sind aber nichts weiter als eben genau das. Spielregeln zu einem Spiel, das ich persönlich, vielleicht ja auch du, nicht unbedingt gerne spielen möchte. Also lass uns doch uns für ein anderes Spiel entscheiden. Lass uns doch schauen, was könnte denn eigentlich wirklich möglich sein in dieser Welt und wie könnte denn eigentlich die tatsächliche Funktion unserer Träume, Wünsche und Visionen in unserem Leben sein. Und außerdem wirst du eine Übung kennenlernen, mit der du Klarheit über deine größten Visionen für dein Leben gewinnen kannst und die dir so manche vielleicht unerwartete Einsichten geben kann in deine Mission auf dieser Erde. Darum geht es in diesem Video und in Kapitel 6 meines Buches, die Kraft deiner Komfortzone, dessen zweiten Teil wir uns jetzt anhören wollen. Viel Freude dabei. Deine Wünsche und Visionen zeigen dir den Weg und das Ziel. Dein wahres göttliches Selbst, dein kosmisches Navi, kommuniziert nicht nur durch dein Wohlgefühl mit dir und gibt dir Richtungsanweisungen, sondern es tut dies auch und ganz besonders durch Wünsche, Visionen und Tagträume. Der australische Autor und schamanische Traumforscher Robert Moss erklärt in seinem Buch Growing Big Dreams die enge Verflechtung unseres Lebenswegs mit unseren Träumen und Visionen folgendermaßen. Zitat: Die australischen Aborigines sagen, dass die großen Geschichten die richtigen Leute jagen, damit sie erzählen, so wie Raubtiere, die im Busch ihre Beute verfolgen. Der Trick besteht darin, dass wir uns an einen Ort begeben, an dem die großen Geschichten uns auch finden können. Das gelingt uns, indem wir uns unseren Träumen und dem traumgleichen Spiel von Symbolen und Synchronizitäten in der Welt um uns herum widmen. Zitat Ende. Moss, große Geschichten sind für mich ganz klar jene, die du zu erzählen hierher gekommen bist. Und der Ort, wo sie dich finden können, ist, na klar, deine wahre Komfortzone. Deine Träume und Visionen, aber auch deine mehr oder weniger alltäglichen Wünsche und Bedürfnisse sind der Schlüssel dazu. Gerade letztere nehmen wir aber häufig nicht ernst oder ignorieren sie einfach. Dabei sind unsere Wünsche und Bedürfnisse größtenteils nicht einfach nur zufällige, oberflächliche Gedanken, die kommen und gehen und deshalb unwichtig sind. Nein, im Gegenteil, sie erfüllen eine wichtige Aufgabe. Denn sie sind wie Marker, die dir zeigen, was dir wirklich wichtig ist. Sie sind wie kleine Hinweisschilder am Wegesrand, die dir die Richtung zeigen und dich auf jene Aspekte deines Lebens aufmerksam machen, die du verändern oder neu kreieren möchtest. Nimm dir also ganz bewusst Zeit, dir einmal über all deine Wünsche und Bedürfnisse, und seien sie scheinbar noch so unbedeutend, klar zu werden. Schreibe sie am besten sogar auf. Du wirst ziemlich sicher ein Muster darin feststellen können, das dir interessante Einsichten über deine generellen Werte im Leben, das, was dir wirklich wichtig ist, geben und dir so helfen kann, den Weg in deine Komfortzone bewusst zu gestalten. Indem du eine Zeit lang bewusst beobachtest, was du dir in deinem Leben wünschst, sowohl in großen Angelegenheiten als auch im Alltag, wird sich dir bald ein klares Bild davon zeigen, welche Qualitäten und Werte
welche Umstände und Umgebungen, welche Erfahrungen und Erlebnisse dir wichtig sind und dich wohlfühlen lassen. Kurz, wie deine wahre Komfortzone aussieht. Sei es im Umgang mit Menschen, im Beruf, in der Familie oder in jedem anderen Bereich deines Lebens. Deine Wünsche und Bedürfnisse sind wertvolle Botschafter und sollten von dir ernst genommen werden. Deine Träume und Visionen wiederum gehen noch einen Schritt weiter und können dir einen Einblick in das größere Bild deines Seelenweges geben. Sie sind sozusagen die Leuchttürme auf deiner Reise. Sie sind wie leuchtende Sterne am nächtlichen Himmel, die dir den Weg zu deinem wahren Selbst weisen und dich dazu inspirieren, ihnen zu folgen. Auch hier ist es wichtig, dir klarzumachen, dass du auch deine Visionen und Träume nicht einfach so zufällig hast. Ich halte das Sprichwort Your dreams are yours because you are meant to make them real, also deine Träume sind die deinen, weil du dazu bestimmt bist, sie wahr werden zu lassen, für sehr wahr. Deine Träume und Visionen wären nicht die deinen, wenn sie nicht Teil deines Möglichkeitsraumes wären, also Teil dessen, was auf deinem Weg in diesem Leben möglich ist und wofür du hierher gekommen bist. Du erinnerst dich, deine Komfortzone ist, was du in Wahrheit bist, und das Universum möchte, dass du sie betrittst. Mach dir die Kraft dessen immer wieder bewusst. Das bedeutet keineswegs, dass du all deine Visionen und Träume auch wirklich umsetzen musst, und sie werden sich höchstwahrscheinlich mit der Zeit auch verändern und sich mit dir weiterentwickeln. Aber indem du ihnen folgst, wie Perlen auf einer Schnur, erkundest du kontinuierlich neue Facetten deiner Persönlichkeit und entdeckst ungeahnte Potenziale. Indem du deine Visionen für dein Leben bewusst wahr und ernst nimmst, machst du dir klar, wer du wirklich sein willst und deshalb auch sein kannst und was dein individuelles Geschenk für diese Welt ist. Denn wie wir in Kapitel 10 noch sehen werden, ist deine Komfortzone letztendlich ein Geschenk nicht nur für dich, sondern auch für den Rest der Welt. Was kannst du also tun, um den Blick frei zu machen auf das wegweisende Leuchtfeuer deiner Wünsche, Träume und Visionen? Ein paar Ideen dazu möchte ich dir jetzt vorstellen. Als ersten Schritt empfehle ich dir, dir die Zeit zu nehmen, dich einmal hinzusetzen und dir bewusst folgende so grundlegende wie inspirierende Fragen zu stellen, die du dann am besten schriftlich beantwortest. Schreibe zu jeder Frage ganz frei auf, was dir spontan in den Sinn kommt. Tipp: Fühle die Antworten mehr, als dass du über sie nachdenkst. Wie sieht mein idealer Tag aus? Was sind die wichtigsten Bedürfnisse und Werte, die ich in meinem Leben erfüllt sehen möchte? Welche Umgebungen, Menschen, Qualitäten, Tätigkeiten etc. bringen mein Herz zum Singen und fühlen sich an wie nach Hause kommen? Und welche tun das nicht? Wenn jetzt alles möglich ist, was für ein Leben wähle ich dann? Wenn jetzt alles möglich ist, was wünsche ich mir gerade wirklich? Dies sind nur einige wenige Einstiegsfragen, die dir einen ersten Zugang zu den Navi-Ansagen deiner Seele auf dem Weg in deine Komfortzone geben können. Ich lade dich dazu ein, dir selbst weitere Fragen zu überlegen und sie zu beantworten, die dich auf diesem Weg voranbringen könnten. Um zu entdecken, was alles an Potenzialität und träumerischer Kraft in dir steckt und deinen größten Visionen für dein Leben näher zu kommen, möchte ich dir außerdem eine gleichermaßen ungewöhnliche wie effektive Methode ans Herz legen. Halte eine fiktive Rede an die ganze Welt. Übung. Rede an die ganze Welt. Stelle dir einmal vor, du hättest für 5 oder 10 Minuten die vollkommene Aufmerksamkeit jedes einzelnen Menschen auf der Welt und könntest in dieser Zeit sprechen, über was du willst, jede Botschaft vermitteln, die du möchtest. Alle hören dir aufmerksam zu. Entwirf unter diesen Rahmenbedingungen eine kleine Ansprache, die du halten würdest. Du kannst sie entweder aufschreiben oder dich tatsächlich hinstellen, eine Rede halten und dich beispielsweise dabei filmen oder eine Audioaufnahme davon machen. Wichtig ist, dass du hinterher nachvollziehen kannst, was du gesagt hast. Denn was du in diesen paar Minuten sagst oder aufschreibst, wird definitiv zum Wichtigsten gehören, was gerade an Inspiration und Visionskraft in dir vorhanden ist. Schließlich hört die ganze Welt dir zu. Also schreib ganz spontan alles auf oder spreche es aus,
was da aus dir heraus will. Und dann schaue einmal völlig unvoreingenommen, was sich da gezeigt hat. Die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass es dir äußerst wertvolle Hinweise liefern wird in Bezug auf deine höchste Vision für dein Leben und das, was du dir und der Welt zu geben hast. Fortsetzung folgt. Ja, das war Teil 2 von Kapitel 6 meines Buches und ich bin sicher, du hast wieder einige Impulse und Inspirationen mitnehmen können und hast vielleicht ja ein Upgrade, einen ganz neuen Blick bekommen auf das Thema deiner Wünsche, Träume und Visionen. Und im nächsten Video wollen wir Teil 3 des Kapitels über dein inneres Navi, deine Wegweiser uns anschauen. Und in Teil 3 geht es darum, zum einen, wie du denn noch mehr Klarheit darüber gewinnen kannst, welche deiner Impulse, Wünsche und Visionen wirklich deine sind und welche vielleicht dir nur von außen aufoktroyiert worden sind. Und außerdem werden wir uns noch weitere Methoden, Reflexionsfragen und Übungen anschauen, die dich näher zu dir selbst, zu deinem besten Leben führen können. Darum geht es im nächsten Video, damit du dieses und alle weiteren Videos anschauen kannst und keines mehr verpasst, empfehle ich dir, abonniere doch den Kanal. Damit hilfst du mir und dem Kanal eine größere Reichweite zu erreichen und du stellst sicher, dass du alle Schritte auf dem Weg hin zu dir selbst, auf dem Weg in dein bestes Leben gehen kannst und immer benachrichtigt wirst, wenn ein neues Video hochgeladen worden ist. Außerdem, wenn das Video dir gefallen hat, lass doch gerne ein Like da. Auch das hilft, die Reichweite zu erhöhen. Ich würde mich sehr darüber freuen. Und jetzt bleibt mir nur noch, dir, bis wir uns wiedersehen, eine Zeit voller Wunder, voller Freude, voller Wohlgefühl zu wünschen. Alles Liebe.